heutigen Video erkläre ich euch, wie ihr Zones vorhersehen könnt und wie das ganze System dahinter funktioniert. Den Battle Royale Modus in Fortnite gibt es inzwischen schon seit September 2017, das heißt, das Spiel wird inzwischen fast 8 Jahre alt und in diesen 8 Jahren hatte man reichlich Zeit, um Verhaltensmuster der Zone zu analysieren und Informationen darüber zu bekommen. Diese Informationen benutzen wir jetzt, um Zones vorherzusagen. Durch das Beobachten der Verhaltensmuster konnte man inzwischen herausfinden, dass die erste Zone ja immer individuell ist und die zweite und dritte Zone dann gerne in die gleiche Richtung, genau wie die erste pullen. Das heißt, die erste Zone ist jetzt im Beispiel, zum Beispiel hier jetzt rechts oben, ja? Das ist jetzt zum Beispiel die erste Zone. Dann, wie schon erwähnt, die zweite und die dritte Zone pullen gerne in die gleiche Richtung. Das würde dann heißen, dass die zweite Zone dann zum Beispiel auch hier eher so nach rechts oben pullt und die dritte Zone dann zum Beispiel auch eher nach hier oben rechts pullen. Als nächstes kommen wir dann zur vierten und fünften Zone. Diese beiden Zonen bewegen sich dann eher wieder in die Mitte der dritten Zone, das heißt, die vierte Zone wäre dann zum Beispiel hier jetzt so und die fünfte Zone kann dann wieder generell irgendwo in der vierten sein, aber die pullt dann meistens auch nochmal eher Center in die Mitte der vierten Zone. Ich mache jetzt zum Beispiel hier mal die Markierung so. Ich tue die anderen Zonen mal entfernen, damit man einen besseren Überblick hat. Stellt euch vor, das ist jetzt die fünfte Zone. Dann bei der sechsten und siebten Zone müsst ihr ein wichtiges Detail beachten. Und zwar, die sechste und die siebte Zone sind immer 50-50 oder Half-Half-Zones. Das heißt, eine Hälfte ist außerhalb des Sturms und die andere Hälfte ist im Sturm. Bei dem Beispiel wäre das dann so, dass dieser Teil hier, dieser Teil, den ich jetzt gerade abgehe, Outstorm ist und dieser Teil In-Storm. Dann kommen wir zur siebten Zone, wie eben gerade schon erwähnt, das sind dann nochmal so 50-50 Zones. Ich mache die Markierung jetzt mal hier. Das ist jetzt zum Beispiel die siebte Zone. Ihr seht, der eine Teil ist wieder Outstorm und der andere Teil ist wieder In-Storm. Als nächstes kommen wir zur achten Zone. Ihr müsst jetzt schon mal wissen, von der achten Zone bis zur 12. Zone sind es die sogenannten Moving Zones. Das heißt, die Zone kann überall hinpullen. Ich sag mal, die achte Zone pullt jetzt zum Beispiel hier oben hin, ja? Und das ist jetzt die achte Zone, die mache ich jetzt einfach mal grün, damit man es besser sehen kann. Die neunte Zone pullt dann zum Beispiel hier so hin. Die mache ich jetzt mal so orange. Die 10. Zone kann dann zum Beispiel hier wieder hinpullen. Die mache ich jetzt mal so hellblau, türkismäßig. Die 11. Zone kann dann hier zum Beispiel hinpullen. Die mache ich jetzt mal so dunkelblau. Und als nächstes kommen wir dann jetzt zur 12. Zone. Das ist ja dann nur noch dieser ganz kleine Kreis, der sich dann noch schließt. Das mache ich jetzt mal so rosa. Wie eben gerade schon erwähnt, von der 8. bis zur 12. Zone sind die Moving Zones. Die kann man nicht mehr predikten. Wir machen das Ganze hier mal weg. Es gibt hier nämlich noch ein paar Sachen, die ich noch erklären muss. Wie am Anfang schon erwähnt, es gibt verschiedene Verhaltensmuster. Und zwar, wenn die erste Zone hier in der Mitte ist, könnt ihr nicht predikten, wo dann die zweite und die dritte Zone und alles weitere dann hingeht. Da müsst ihr warten, bis dann die zweite Zone auftaucht. Ich sag mal, die zweite Zone befindet sich jetzt eher hier unten bei Mascot Meadows, Hopeful Heights und Seaport City. Das ist dann zum Beispiel die zweite Zone. Und wenn es dann hier endet, könnt ihr schon einigermaßen wissen, wo dann auch die dritte Zone hinpullt. Wie schon erwähnt, die Zonen pullen gerne in eine Richtung. Das heißt, die dritte Zone wäre dann hier ungefähr so. Also die ist jetzt ein bisschen zu klein geworden, aber ist ja an sich auch egal. Was ihr generell noch über Zonen wissen müsst, die Zone kann niemals komplett übers Meer pullen. Das heißt, die Zone könnte hier zum Beispiel über den See pullen oder über Berge, das geht, aber die Zone kann niemals hier übers Wasser pullen. Ich zeige euch das jetzt mal an einem Beispiel. Wir sind gerade in der 5. Zone und die 5. Zone ist jetzt so. Das heißt, wir kommen dann zur 6. Zone. Wie eben gerade schon erklärt, die 6. Zone ist immer eine 50-50, auch eine Half-Half-Zone genannt. Ich habe gerade erklärt, die Zone kann niemals komplett übers Wasser pullen. Das heißt, die nächste Zone, also die 50-50 Zone, wird dann entweder hier sein oder hier oder hier oder hier. Wir nehmen jetzt mal hier das Beispiel. Ich mache mal hier die 50-50 Zone. Wenn die 50-50 Zone hier ist, also das wäre jetzt die 6. Zone, kommen wir zur 7. Zone und da habt ihr dann nochmal einen Vorteil. Wie eben gerade schon erklärt, Zonen können niemals komplett übers Wasser moven. Das heißt, die 7. Zone ist dann entweder hier in dem Bereich oder hier in dem Bereich. Ich mache jetzt hier mal die Markierung und ab der 7. Zone geht es dann einfach wieder, wie schon erwähnt, mit den Moving Zones von der 8. bis zur 12. Zone weiter. Somit hätten wir jetzt alles Wichtige erklärt, um Zones predikten zu können und ich würde sagen, ich zeige euch das jetzt anhand eines Beispiels. Wir sind nun in-game angekommen und hier zeige ich euch das Beispiel, was ich meinte. Und zwar die Zone beginnt jetzt in einer Sekunde. Die erste Zone pullt eher in nördliche Richtung, das heißt, die zweite und dritte Zone wird auch eher in die nördliche Richtung pullen, weil, wie schon erklärt, die erste, die zweite und die dritte Zone alle in die gleiche Richtung pullen. Hier seht ihr es jetzt nochmal, die zweite Zone beginnt jetzt und die zweite Zone ist wieder weiter in Richtung Norden gepullt. Hier seht ihr dann jetzt auch nochmal die dritte Zone. Die dritte Zone beginnt jetzt und ihr seht,
wie schon erwähnt, die Zonen sind alle eher in Richtung Norden gepullt. Die 4. Zone pullt jetzt wieder eher in die Mitte und die 5. Zone tut es ebenfalls, wie eben gerade schon erklärt, 4. und 5. Zone pullen eher immer so Richtung Center der vorherigen Zone. Nun sind wir bei der 6. Zone. Diese Zone kann überall spawnen und die Zone ist schräg oben rechts gespawnt. Ihr seht, die Hälfte ist Outstorm und die andere Hälfte ist Instorm. Wie schon erklärt, sind die 6. und 7. Zone 50-50 oder auch Half-Half Zones genannt und hier seht ihr es, die eine Hälfte ist wieder Outstorm und die andere Hälfte ist Instorm. Als nächstes beginnt jetzt die 8. Zone, das heißt die Moving Zones beginnen und da seht ihr es, die Moving Zones sind immer komplett außerhalb des Sturmauges. Das gleiche Spiel ist dann auch bei der 9., bei der 10., bei der 11. und bei der 12. Zone. Leider kann ich euch die jetzt nicht zeigen, weil ich keine Private Matches starten kann. Dafür brauche ich erst einen Creator Code. Also lasst euch jetzt schon mal gerne ein Like und ein Abo da. Und um weitere Tipps und Tricks in Fortnite zu bekommen oder generell besser zu werden, schaut euch doch gerne diese Playlist an oder schaut euch auch gerne mein letztes Video an. Dort bekommt ihr noch hilfreiche Tipps oder ich zeige euch einfach generell Content-Ideen. Und dann würde ich sagen, hoffe ich, dass ich euch das Ganze mal in Ruhe erklären konnte, dass ihr auch alles verstanden habt. Wenn nicht, geht doch gerne nochmal zurück und drückt auf Pause. Und dann würde ich sagen, war's das. Haut rein, Leute. Und ciao. Fast lane when I pass in the street, bag of money in the passenger seat. Simcoe's been asking for me on the road from the west to the east. Way up, I might never come down, cause the coast racking up the flight miles.